Über mehr als ein Jahrhundert beeinflussen Frauen aus dem Harem die Politik des Osmanischen Reiches. Doch zwei Namen ragen besonders hervor: Kösem Sultan und Turhan Sultan. Zwischen beiden Frauen entbrennt ein erbitterter Machtkampf. Daraus wird einer der dramatischsten Konflikte der osmanischen Geschichte. Turhan Sultan wird zur letzten großen Regentin des Osmanischen Reiches. Doch ihre Geschichte beginnt viele Jahre zuvor, weit entfernt von Istanbul. Turhan wird vermutlich um das Jahr 1627 in den Gebieten der heutigen Ukraine geboren. Über ihre Kindheit ist nur wenig bekannt. Wahrscheinlich wächst sie als Tochter einer einfachen Bauernfamilie auf. Doch die Region ist damals alles andere als sicher. Immer wieder fallen Krim-Tataren in die Grenzgebiete ein und verschleppen Menschen in die Sklaverei. Eines Tages trifft es auch ihre Familie. Bewaffnete Reiter tauchen auf, Menschen werden verschleppt. Turhan wird von ihren Eltern getrennt. Von diesem Tag an sieht sie ihre Familie nie wieder. Über die Sklavenmärkte der Krim gelangt sie schließlich in das Osmanische Reich. Noch als Kind erreicht sie Istanbul. Vermutlich ist sie zu diesem Zeitpunkt erst 12 Jahre alt. Für das junge Mädchen beginnt nun ein völlig neues Leben. Im Topkapi-Palast erhält das Mädchen einen neuen Namen: Turhan. Anschließend wird sie als Sklavin in den kaiserlichen Harem aufgenommen. Von nun an lebt sie in einer Welt voller Regeln, klarer Rangordnungen und strenger Disziplin. Ihre Tage folgen einem festen Rhythmus. Stundenlang sitzt sie mit anderen Mädchen im Unterricht. Sie lernt die osmanische Sprache, übt Lesen und Schreiben und beschäftigt sich mit religiösen Texten. Später kommen Musik, Gesang und das Sticken hinzu. Selbst ihre Haltung, ihre Bewegungen und die Art zu sprechen werden genau beobachtet. Der Harem ist weit mehr als nur der Wohnort der Frauen des Sultans. Hinter den Mauern des Palastes gleicht er einer eigenen Schule. Wer Talent, Disziplin und Fleiß zeigt, kann innerhalb der strengen Hierarchie aufsteigen. Auch Turhan versucht, ihren Platz in dieser neuen Welt zu finden. Als sie den Palast betritt, regiert Sultan Ibrahim I. Sein Harem umfasst weit über 1000 Frauen. Viele hoffen auf ein besseres Leben. Nur wenige werden es jemals erreichen. Über all diesen Frauen steht damals eine einzige Person: Kösem Sultan. Als Mutter des Sultans zählt sie zu den mächtigsten Frauen des Reiches. Sie überwacht den Harem, fördert talentierte junge Frauen und entscheidet, wer aufsteigt und wer verschwindet. Wahrscheinlich begegnen sich Kösem und Turhan bereits in diesen Jahren regelmäßig. Möglicherweise trägt die erfahrene Sultansmutter sogar dazu bei, die junge Turhan auszubilden und zu fördern. Noch ahnt keine der beiden Frauen, dass sie eines Tages als erbitterte Rivalinnen um die Macht im Osmanischen Reich kämpfen werden. Während Turhan ihre Ausbildung erhält, befindet sich das Osmanische Reich in einer schwierigen Zeit. Auf dem Thron sitzt Sultan Ibrahim I. Sein Verhalten sorgt immer wieder für Unruhe am Hof. Gleichzeitig verschlingt sein luxuriöser Lebensstil enorme Summen. Der Sultan liebt kostbare Stoffe, Schmuck und seltene Pelze. Zeitgenossen berichten sogar von Räumen, die mit wertvollen Zobelfellen ausgestattet werden. Doch hinter den Mauern des Palastes besitzt eine andere Person oft mehr Einfluss als viele Minister: Kösem Sultan. Als Mutter des Herrschers zählt sie zu den mächtigsten Persönlichkeiten des Reiches, überwacht den Harem, fördert talentierte junge Frauen und entscheidet mit darüber, wer dem Sultan vorgestellt wird.
Auch Turhan beeindruckt Kösem. Jahrelang hat sie ihre Ausbildung absolviert. Sie hat gelernt, sich am Hof zu bewegen, die Regeln des Harems zu verstehen. Schließlich kommt der Tag, an dem sie Ibrahim vorgestellt wird. Noch ahnt niemand, dass ausgerechnet diese junge Sklavin eines Tages die mächtigste Frau des Reiches werden wird. Am 2. Januar 1642 bringt Turhan einen Sohn zur Welt. Der Junge erhält den Namen Mehmed. Die Nachricht verbreitet sich rasch durch den Palast. Diener eilen durch die Gänge, Glückwünsche werden überbracht und im Harem herrscht große Freude. Ein gesunder Prinz bedeutet Hoffnung für die Dynastie und Sicherheit für die Zukunft des Hauses. Auch für Turhan verändert sich in diesem Moment alles. Bislang ist sie eine junge Frau unter vielen gewesen. Nun ist sie die Mutter eines möglichen Thronfolgers. Ihr Ansehen steigt schlagartig. Sie erhält den Titel Haseki Sultan und gewinnt Einfluss und Ansehen. Von diesem Moment an dreht sich ihr Leben um eine einzige Aufgabe: ihren Sohn zu schützen. Denn im Osmanischen Reich konnte ein Prinz heute Hoffnung bedeuten und morgen bereits tot sein. Krankheiten, Seuchen und die damalige Medizin fordern selbst in den Palästen zahlreiche Opfer. Auch Mehmeds Zukunft ist keineswegs sicher. Doch während Turhan ihren Sohn großzieht, gerät die Herrschaft Sultan Ibrahims immer stärker ins Wanken. Die Staatsfinanzen verschlechtern sich, Kriege verschlingen enorme Summen, während venezianische Kriegsschiffe die Dardanellen blockieren. Die wichtige Wasserstraße gilt als Tor nach Istanbul. Immer weniger Schiffe erreichen die Hauptstadt. Lebensmittel werden knapper und die Unzufriedenheit wächst. Auch die Janitscharen verlieren zunehmend das Vertrauen in ihren Sultan. Im Palast mehren sich die Gerüchte. Minister, Militärs und hohe Würdenträger beginnen offen über einen Machtwechsel nachzudenken. Selbst Kösem Sultan scheint das Vertrauen in ihren Sohn verloren zu haben. Schließlich eskaliert die Lage. Am 8. August 1648 marschieren aufständige Janitscharen zum Palast. Unterstützt von einflussreichen Geistlichen fordern sie die Absetzung des Sultans. Noch am selben Tag verliert Ibrahim seinen Thron. Für Turhan bricht eine Welt zusammen. Der Vater ihres Sohnes ist gestürzt. Für Turhan bedeutet das einen dramatischen Wendepunkt. Sie blickt auf ihren 6-jährigen Sohn. Noch vor wenigen Tagen spielte er mit seinen Lehrern und Dienern im Palast. Nun nennen ihn alle Sultan. Als Mehmed IV. Wird er zum neuen Herrscher des Osmanischen Reiches ausgerufen. Plötzlich ruht die Zukunft einer ganzen Dynastie auf den Schultern eines Kindes. Eigentlich müsste nun seine Mutter zur mächtigsten Frau des Reiches aufsteigen. Doch genau hier beginnt das Problem, denn eine andere Frau beansprucht ebenfalls die Macht: Kösem Sultan. Die Großmutter des jungen Sultans hat bereits mehrere Herrscher kommen und gehen sehen. Viele vertrauen ihrer Erfahrung mehr als der jungen Turhan. Deshalb bleibt die tatsächliche Macht zunächst in ihren Händen. Für Turhan ist das eine bittere Enttäuschung. Hinter den Mauern des Topkapi-Palastes beginnt nun ein gefährlicher Machtkampf. Jahre vergehen, doch die Spannungen nehmen nicht ab. Im Jahr 1651 verbreitet sich ein beunruhigendes Gerücht. Angeblich soll Kösem Sultan planen, Mehmed vom Thron zu entfernen und durch einen anderen Enkel zu ersetzen. Wenn das Gerücht stimmt, ist die Zukunft ihres Sohnes in Gefahr und damit auch sein Leben. Turhan und ihre Anhänger beschließen zu handeln. In der Nacht des 2. September 1651 herrscht ungewöhnliche Unruhe im Palast. Männer aus Turhans Lager dringen in die Gemächer Kösems ein. Die einst mächtigste Frau des Osmanischen Reiches versucht sich zu verstecken. Doch ihre Gegner finden sie. Nach einem heftigen Kampf wird Kösem Sultan erwürgt.
Mit ihrem Tod endet eine ganze Epoche. Jahrzehntelang hat sie die Politik des Osmanischen Reiches geprägt. Nun ist die Frau tot, die einst selbst Turhans Aufstieg gefördert hatte. Mit nur etwa 24 Jahren hat Turhan Sultan den Machtkampf gegen Kösem gewonnen. Aus der ehemaligen Sklavin wird die letzte Regentin des Osmanischen Reiches. Doch Turhan betritt Neuland. Anders als ihre verstorbene Rivalin verfügt sie kaum über politische Erfahrung. Viele hohe Beamte zweifeln daran, ob die junge Frau dieser Aufgabe gewachsen ist. Hinter einem Vorhang verfolgt sie die Sitzungen des Reichsrates, lässt sich regelmäßig Berichte vorlegen und versucht, die Lage im Reich weiterhin im Blick zu behalten. Dabei stützt sie sich auf ein Netzwerk aus Eunuchen, Hofdamen und Bediensteten. Informationen werden zu ihrer wichtigsten Waffe. Schon bald erkennt Turhan jedoch, dass die größte Gefahr nicht im Palast lauert. Die Staatskasse ist nahezu leer. Jahrelange Kriege haben Unsummen verschlungen. Die Preise steigen, die Bevölkerung leidet unter neuen Steuern. Aus vielen Teilen des Reiches treffen schlechte Nachrichten ein. Aufstände, Korruption, militärische Rückschläge. Manche Zeitgenossen fragen sich bereits, ob das Osmanische Reich auf eine Katastrophe zusteuert. Turhan erkennt, dass die bisherigen Maßnahmen nicht mehr ausreichen. Immer deutlicher wird ihr, dass sie die Krise allein nicht bewältigen kann. In dieser Situation fällt die Wahl auf einen erfahrenen Staatsmann, Köprülü Mehmet Pascha. Der inzwischen über 70 Jahre alte Politiker gilt als entschlossen, kompromisslos und äußerst erfahren. Doch bevor er das Amt des Großwesirs annimmt, stellt er eine ungewöhnliche Forderung. Niemand soll sich in seine Entscheidungen einmischen, weder Minister noch Hofbeamte. Turhan erkennt, was auf dem Spiel steht, nicht ihre eigene Stellung, sondern die Zukunft des Reiches. Sie stimmt zu, es wird zu einer der wichtigsten Entscheidungen ihres Lebens. Köprülü geht mit großer Härte gegen seine Gegner vor. Aufstände werden niedergeschlagen, korrupte Beamte entlassen und die Verwaltung neu organisiert. Langsam kehrt wieder Stabilität zurück. Währenddessen zieht sich Turhan zunehmend aus dem politischen Alltag zurück. Dennoch bleibt sie eine einflussreiche Persönlichkeit am Hof und unterstützt die Reformen aus dem Hintergrund. Viele Historiker sehen gerade darin ihre größte Leistung. Sie erkannte den richtigen Mann zur richtigen Zeit und war bereit, Macht abzugeben, um das Reich zu retten. Nachdem sich die Lage im Reich langsam stabilisiert hat, widmet sich Turhan zunehmend wohltätigen Projekten. Besonders am Herzen liegt ihr eine große Moschee in Istanbul, deren Bau bereits Jahrzehnte zuvor begonnen worden war. Mehr als 60 Jahre lang bleibt das Bauwerk unvollendet. Viele Menschen glauben längst, dass die Moschee niemals fertiggestellt werden wird. Doch Turhan lässt die Arbeiten wieder aufnehmen. Wenige Jahre später ist die Moschee vollendet. Heute ist sie als Yeni-Moschee bekannt und gehört noch immer zu den berühmtesten Wahrzeichen Istanbuls. Rund um das Bauwerk entstehen zudem Schulen, Brunnen und Einrichtungen für Bedürftige, wie der ägyptische Basar. Damit hinterlässt Turhan nicht nur ein Denkmal, sondern prägt das Stadtbild Istanbuls weit über ihre eigene Zeit hinaus. Währenddessen wird ihr Sohn Mehmed IV. Erwachsen. Nach und nach übernimmt er selbst die Regierungsgeschäfte und Turhans direkter politischer Einfluss nimmt ab. Anders als viele Herrscherinnen hält sie nicht krampfhaft an ihrer Macht fest. Stattdessen zieht sie sich zunehmend aus der Politik zurück.
Im Sommer 1683 nähert sich ihr Leben dem Ende. Am 4. August stirbt Turhan Sultan im Alter von etwa 56 Jahren. Mit ihr endet auch das sogenannte Sultanat der Frauen. Über mehr als ein Jahrhundert hatten mächtige Frauen aus dem Harem die Politik des Osmanischen Reiches geprägt. Ihr Sohn Mehmed IV. Regiert zunächst, wird jedoch 1687 nach schweren militärischen Niederlagen vom Thron gestürzt. Als Kind war sie aus ihrer Heimat verschleppt und in die Sklaverei verkauft worden. Jahrzehnte später gehörte sie zu den mächtigsten Frauen des Osmanischen Reiches. Sie überlebte Intrigen, Aufstände und einen erbitterten Kampf um die Zukunft ihres Sohnes. Die Moscheen, Stiftungen und Bauwerke, die sie hinterließ, erinnern bis heute an die letzte große Regentin des Osmanischen Reiches.